Warum sagt man, das Haus wird gebaut, aber nicht immer, die Arbeiter bauen das Haus? Genau darum geht es heute. Ich erkläre dir das Passiv ganz einfach, gründlich und Schritt für Schritt, damit du endlich verstehst, wie diese Sätze aufgebaut sind und warum sie in Deutschen so oft vorkommen. Im Aktiv ist die handelnde Person im Fokus. Zum Beispiel, der Mann öffnet die Tür. Im Passiv ist oft nicht die Person wichtig, sondern die Handlung oder das Ergebnis. Dann sagen wir, die Tür wird geöffnet. Das Passiv zeigt also oft, was passiert, nicht unbedingt, wer macht es. Die wichtigste Grundregel ist ganz einfach. Passiv gleich werden plus Partizip 2. Zum Beispiel, die Tür wird geöffnet, das Haus wird gebaut, der Brief wird geschrieben. Wenn du diese Struktur verstehst, hast du schon den wichtigsten Teil vom Passiv verstanden. Jetzt schauen wir ganz genau auf die Satzstruktur. Im Hauptsatz steht das konjugierte Verb werden auf Position 2. Das Partizip 2 steht meistens am Ende. Deshalb sagen wir, das Haus wird heute gebaut. Die Tür wird jetzt geöffnet. Das ist ein sehr typisches deutsches Satzmuster. Jetzt machen wir die Umwandlung Schritt für Schritt. Aktiv: Der Mann öffnet die Tür. Was passiert im Passiv? Erstens, das Objekt aus dem Aktiv wird oft zum Subjekt im Passiv. Zweitens, das aktive Verb wird zu werden plus Partizip 2. Drittens, die handelnde Person kann wegfallen. So wird aus der Mann öffnet die Tür der Satz die Tür wird geöffnet. Das Passiv benutzt man besonders dann, wenn die Person nicht wichtig, unbekannt oder offensichtlich ist. Zum Beispiel auf Schildern, in Nachrichten, in Anleitungen oder in formeller Sprache. Man sagt oft nicht, wer etwas macht, sondern nur, dass es gemacht wird. Hier sind typische Beispiele aus dem Alltag. Hier wird Deutsch gesprochen. Kaffee wird hier verkauft. Die Straße wird repariert. Der Termin wird verschoben. Genau solche Sätze hörst du sehr oft. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlung. Manchmal will man die handelnde Person trotzdem nennen. Dann benutzt man oft von plus Dativ. Zum Beispiel, das Haus wird von den Arbeitern gebaut. Die Tür wird vom Mann geöffnet. Das ist wichtig. Im Passiv kannst du die Person nennen, aber du musst es nicht. Und wenn du sie nennst, dann meist mit von. Schauen wir noch genauer auf die Struktur. Das Haus steht vorne. Wird steht auf Position 2. Danach können Informationen wie von den Arbeitern oder heute kommen. Das Partizip 2 bleibt am Ende. Das Haus wird von den Arbeitern heute gebaut. Noch natürlicher klingt oft, das Haus wird heute von den Arbeitern gebaut. Wichtig bleibt, werden früh, Partizip am Ende. Jetzt vergleichen wir noch einmal aktiv und passiv. Die Firma baut das Haus. Das ist aktiv. Das Haus wird gebaut. Das ist passiv. Man verkauft hier Brot. Aktiv. Hier wird Brot verkauft. Passiv. Du siehst, im Passiv wird der Satz oft sachlicher und formeller. Sehr wichtig im Alltag ist auch das Passiv mit Modalverben. Dann sagen wir, die Tür muss geöffnet werden. Das Formular kann online ausgefüllt werden. Der Termin soll verschoben werden. Hier siehst du, das Modalverb steht an zweiter Stelle und am Ende stehen oft Partizip 2 plus werden. Auch hier ist die Satzstruktur wichtig. Im Hauptsatz steht das Modalverb auf Position 2. Ganz am Ende steht dann Partizip 2 plus werden. Deshalb sagen wir, die Tür muss jetzt geöffnet werden. Das Formular kann online ausgefüllt werden. Das ist ein Satzmuster, das du oft in Formularen, Regeln und Hinweisen liest. Hier passieren sehr häufige Fehler. Man sagt nicht, das Haus wird bauen, sondern das Haus wird gebaut. Nicht, die Tür wird öffnen, sondern die Tür wird geöffnet. Und mit Modalverb nicht, das Formular kann ausgefüllt, sondern das Formular kann ausgefüllt werden. Probieren wir es kurz zusammen. Wie heißt es richtig? Das Essen gekocht. Die Straße repariert. Die Tür muss kein. Hier kein Alkohol verkauft. Denk kurz nach. Die richtigen Antworten sind wird,
wird, geöffnet werden, wird. Merke dir, das Passiv bildet man mit werden plus Partizip 2. Im Hauptsatz steht werden auf Position 2 und das Partizip 2 am Ende. Wenn du die Person nennen willst, benutzt du oft von plus Dativ. Und mit Modalverben steht am Ende meist Partizip 2 plus werden. Mit dieser Struktur wird das Passiv viel klarer und einfacher.